Wir leben in einer sehr schwierigen Zeit, die vielen Herausforderungen gegenübersteht. Und daher ist es für mich persönlich so wunderbar, dass wir ein Ziel verfolgen. Und dieses Ziel geht in die Richtung, dass wir als Einzelne, als Familien, als Gruppen an einem großen Unterfangen arbeiten, das global ist. Und einen Schwung bekommt dadurch, dass wir jetzt weltweit Konferenzen haben. Da hoffen wir, dass Menschen kommen, denen das Wohl der Menschheit am Herzen liegt. Wir wollen darüber nachdenken, wie können wir dieses Unterfangen voranbringen? Welche Atmosphäre wollen wir kreieren? Welche Haltungen sollten wir einnehmen? Welche Eigenschaften erwerben, damit ein Wandel zustande kommen kann? Und ermutigt werden wir dadurch, dass wir bereits gewisse Entwicklungen erkennen können in unseren Nachbarschaften, wie sie sich fortentwickeln, wie sie zusammenhalten und wie sie was voranbringen. Und das macht uns Mut. Also in den Bemühungen in den letzten 25 Jahren ist ein Bildungsreal entstanden, was versucht, im Einzelnen Fähigkeiten und Haltungen aufzubauen, die ihm erlauben, zur Besserung seines Umfelds beizutragen. Grundlegend für dieses Trainingsinstitut, für dieses Material, ist diese Vision von Baha'u'llahs für den Einzelnen und die Gesellschaft, was wir wirklich werden können. Baha'u'llah spricht so schön von dem Einzelnen, wie er seinen Charakter entwickeln kann, was seine Rolle ist in der Welt, aber auch von einer Gesellschaft, die geprägt ist von Zusammenarbeit, von dieser Vision der Einheit der Menschheit und von diesen vielen Qualitäten, die eigentlich im Menschen innewohnen, die wir aber entwickeln müssen. Jeder Einzelne, egal wer ich bin, wo ich lebe, ich werde durch das Trainingsinstitut befähigt, meinen Beitrag zur Besserung der Welt zu leisten, aber auch mich selber weiterzuentwickeln. Ein Gedanke, der geteilt wird, ist, die Erde ist nur ein Land und alle Menschen sind seine Bürger. Und ich glaube, das ist so relevant im Moment, weil da sehen wir schon den Unterschied, weil wenn wir reden über Haltungen und Prinzipien und wenn wir das lernen, dann ändert sich es. Aber ein konkretes Beispiel ist zum Beispiel, wenn wir über dieses Zitat nachdenken, wie sehen wir dann ganze Bevölkerungsgruppen, die im Moment sich über Kontinente bewegen und ihre Heimat verlassen. Gerade auch Leute, die vielleicht in ein neues Land kommen, bringen neue Einsichten mit, bringen auch Empfänglichkeit mit und diesen Drang, so auch was zu verändern. Und wird immer eigentlich als Möglichkeit gesehen und auch mit diesem Bewusstsein, dass alles, was passiert, so ein Schritt ist auf diesem Weg, glaube ich, zu dieser Weltordnung von Baha'u'llah auch. Wir sind gewohnt, immer Traditionen folgen. Immer. Warum? Das gibt Geborgenheit, das gibt Heimatgefühle, da gibt es Familiengefühle. Aber wenn wir das als Globale sehen und die wirklich ganze Erde als eine Heimat sehen, dann ist da hier für mich eine Umdenkung passiert. Wenn ich von kleiner Zelle, Dorf, Familie rauskomme und die ganze Welt anschaue, und denke ich, ja, wo ist meine Verantwortung? Wir leben in einer Welt, wo wir wissen auch, dass viel Misstrauen und Korruption zwischen Institutionen und der Bevölkerung stattfindet. Und besonders auch in Ländern, wo Krieg herrscht, sehen wir, dass da ein ganz großer Mangel an Vertrauen in Institutionen ist. Eine Sache, die wir lernen müssen als Gesellschaft, ist wirklich, wie sieht Zusammenarbeit aus unter allen diesen Akteuren in einer Gesellschaft, was ja die Einzelnen sind, was Gemeinden sind, was Institutionen sind und welche Haltungen brauchen wir und Qualitäten, die erlauben wirklich, dass wir zusammenarbeiten, dass Einzelne sich frei fühlen,
ihrem Schicksal nachzugehen, ihrem Lebensweg nachzugehen, aber vielleicht auch versuchen zu fördern, was von Institutionen an Überlegungen und an Vorgaben kommt, aber nicht aus reinem Gehorsam, blinden Gehorsam, sondern aus Vertrauen in diese Institutionen, in diese Pläne, dass sie das Beste für alle im Sinn haben. Und gleichzeitig, wie können Institutionen in unserer Gesellschaft lernen, wirklich zu kanalisieren, zu befähigen, Potenzial freizusetzen von Einzelnen, was da ist. Als Antwort darauf versuchen wir auch immer mehr zu lernen darüber, wie können wir auch wirklich Institutionen aufbauen, die diese Liebe zeigen. Ich glaube, etwas, was man sieht, ist, dass eine Vertrauensbasis entsteht. Also nicht nur zwischen einzelnen Personen zueinander, zum Beispiel Mütter, die vielleicht auch unterschiedlich sind, aus unterschiedlichen Familien kommen, Hintergründe kommen, zusammenfinden können, gemeinsam über über ihre Kinder und über die Zukunft ihrer Kinder nachdenken können, aber auch Vertrauensbasis zwischen Bevölkerungsgruppen zueinander, wenn es zum Beispiel um afghanische Bevölkerungsgruppe, die in Wien lebt, geht, oder die österreichische Freunde, die schon länger da leben, oder auch andere Nationalitäten oder Menschen aus unterschiedlichen religiösen Hintergründen, dass die auch einander mehr vertrauen, weil sie dann sehen, die Wünsche, die sie für eine Zukunft haben, eigentlich dieselben sind. Also hier im Community Center kommen viele Menschen zusammen, egal ob sie jung oder alt sind oder dazwischen. Und was die Menschen vereint, die hier zusammenkommen, ist eigentlich dieser Gedanke, einen Beitrag zu leisten zu einem positiven Wandel in der Welt, der anfängt in der eigenen Umgebung, der eigenen Nachbarschaft, da wo man halt lebt und sich am besten engagieren kann. Wenn ich in einem Nachbarschaftsbezirk bin, beobachte ich, wie notwendig ist hier die Sprache. Und dann ist das wieder für uns Thema, okay, wir werden Voraussetzungen schaffen, wie können wir auch dieses Problem einfach lösen, gemeinsam wieder. Und da hat sich nach wirklich paarmals Überlegungen, die wir gemeinsam beraten haben, einfach zu einer Lehrrunde gekommen, wo wir wirklich nicht nur Sprache lernen, sondern einander kennenlernen und mehr uns für das Dienst einsetzen durch diese Sprache. Ich glaube, bei allen kann man feststellen, dass dieser Kontakt, der entsteht im Community Center, erstmal zu Freude und Hoffnung führt unter den Menschen, dass sie gerne herkommen und gerne auch Freundschaften schließen, aber dass sie auch mehr und mehr, selbst wenn man irgendwie sehr pessimistisch auf die Welt blickt, mit der Zeit Wege sieht, wie man selber irgendwie einen Beitrag leisten kann, doch was zu verändern, entweder an sich selber oder an der eigenen Zukunft oder in der eigenen Familie. Und die Menschen, die regelmäßig kommen, merkt man auf jeden Fall, dass sie mit der Zeit einfach mehr Verantwortung übernehmen für ihr eigenes Leben, für das Leben von anderen Menschen und dadurch glücklicher werden. Das ist so ein Rhythmus, wo wir handeln, dann reflektieren auch über das Handeln und sehen, okay, wenn wir solche Lernfragen haben, über die wir lernen wollen, dann handeln wir und dann reflektieren wir, sagen wir, bewirkt es das, was wir hoffen zu sehen. Wenn du lernst, mit Familien unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen zu arbeiten oder generell diese Qualitäten zu fördern, zusammenzuarbeiten, dann musst du ja auch eine Sprache entwickeln, die irgendwie erlaubt, dass man berät zum Beispiel, dass man wirklich Interesse hat an dem, was der andere sagt, dass man wirklich zuhört, dass man auch eine gewisse Demut hat, aber dass man auch großzügig teilt aus den eigenen Erfahrungen. Und es ist nichts Lineares, es ist nicht zuerst wir handeln und dann reflektieren wir und dann studieren wir und dann beraten wir, sondern es geht immer Hand in Hand. Und während wir handeln, beraten wir und dann reflektieren wir schon gleich danach und so weiter. Und das ist ein Prozess, der mehr und mehr Dynamik dann bringt, wo auch diese Dynamik anziehen wirkt. Einer von den wichtigsten Schritten
Was die Jugendlichen in letzter Zeit gemacht haben, war das, dass die Zeit des Dienstes einfach hergegeben haben. Wir haben, weil früher auch für mich war es ein bisschen mehr so was, das ist was Schönes, was ich auch nebenbei in meiner Freizeit mache und sowas. Aber jetzt sehe ich zum Beispiel, wie es meinen Lebensweg auch beeinflusst und wie ich jetzt überlege, zum Beispiel, was werde ich studieren, was sind die Gespräche, die ich, egal mit wem ich führe, egal ob das mit den Leuten in der Nachbarschaft oder mit meinen Klassenkameraden und meiner Familie ist. Und auch was sind, zum Beispiel, wenn ich später einen Beruf machen möchte, ist das was von diesem Prozess unabhängig ist oder etwas, was ich nur mache, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen, oder ist das vielleicht etwas, was damit einspielen kann und vielleicht mal mit sozialem Handeln zu tun haben kann oder so. Wenn wir wirklich daran glauben, dass die Jugendlichen die Welt verändern können, dann werden die Jugendlichen sich selber auch anders sehen. Die werden empowered, dass sie mehr in der Hand nehmen, mehr Verantwortung übernehmen. Und wir sehen, wie bei Jugendlichen besonders dieser Tatendrang da ist und wie sie die Fähigkeit haben, ihre gesamte Familie zu verändern. Und wir haben Beispiele, wo wir sehen, dass 16-jährige jugendliche Mädchen Kurse organisieren über mehrere Tage für 60 Personen und diese Kapazität aufgebaut haben durch das Trainingsinstitut. In den nächsten Jahren werden immer mehr Jugendliche, auch jüngere Jugendliche, bestimmt an vorderster Reihe dieses Lernens stehen. Wenn wir von 25 Jahren reden, das ist generationsübergreifend. Wenn wir jetzt von einem 5-Jährigen reden, in 25 Jahren hat er selber Kinder, die 5 sind. Und wenn die diese Dinge jetzt lernen, mit diesen Prinzipien, alle Menschen zu lieben, mit diesen Prinzipien zu beraten, mit diesen Prinzipien wirklich zusammenzuarbeiten und sich in den Dienst zu stellen von anderen, dann können wir uns vorstellen, was sind das für Eltern und was haben die wieder für Kinder. Und ich glaube wirklich, dieser generationsübergreifende Ausblick ist etwas, wo so viel Möglichkeit drin ist. Ich glaube, die große Vision, auf die hingearbeitet wird, ist eigentlich, dass ein Großteil in einer Nachbarschaft, ein Großteil der Anwohner damit in Berührung sind. Entweder, dass sie selber teilnehmen an den Programmen vom Trainingsinstitut, sich selber engagieren oder zumindest jemand aus der Familie irgendwie kennen. Und dass diese Gedanken, die da drin enthalten sind, eigentlich so das tägliche Leben der Menschen mehr und mehr formen. Da wird es wahrscheinlich in Österreich und selbst in Wien, in einer Stadt wie Wien, ganz viele Orte geben, die so hell leuchten werden und so zeigen werden, so ja, wir haben es geschafft, so kleine Schritte näher zu dem Frieden, zu einem friedlichen Zusammenleben und zu einer liebevollen Gemeinde. Da wird auch diese gesellschaftsbildende Kräfte der Offenbarung Baha'u'llahs sichtbarer. Und dieses Bild, was Baha'u'llah für uns als Menschheit sozusagen vorzeichnet, werden wir klarer sehen können. Diese Liebe, diese Harmonie, diese starke Zusammenarbeit, eigentlich diese Einheit der Menschheit.